Ich bin Stefan, bin 38 Jahre alt und hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ja, das ist die... Ich bin gerne einfach jemand, der Vollgas rennt oder Vollgas gibt. Und das mache ich gerade nicht, weil ich Angst habe. Ja. Das Erste, was ich gedacht habe, ist, wow, wir haben eine Reanimation von einem Patienten, der den gleichen Jahrgang hat wie ich. Beim Kreislaufstillstand geht es einfach wirklich um die Zeit. Ich hatte so Angst, er wird jetzt sterben und ich werde allein sein mit den Kindern. Schon ein Glas, Leon? Ja. Wollen wir schauen, was für Reisen? Wollt ihr fertig? Das ist die berührende Geschichte von einem jungen Familienvater, der um ein Haar sein Leben verloren hat. Eine Geschichte, wo bei Rettung alles funktioniert und dem Stefan ein zweites Leben geschenkt hat. Wir sind unterwegs zum Stefan und seiner Familie. Was am 20. Januar genau vorgefallen ist, erzählt er uns am Ort, was passiert ist. Nämlich bei ihm daheim. Dort habe ich Unihockey gespielt und dann habe ich anscheinend auch einen Kollegen noch rückgemeldet, dass mein Puls nicht abgeht. Ich habe so eine Pulsmessungsuhr und der Puls ist nicht abgegangen. Und normal gehen wir amigs noch ein Bier nehmen und ich habe dann einfach gesagt, ich kann jetzt auch heim. Bin mit dem Auto heimgefahren, etwa 5-6 Minuten ist das. Und dann bin ich bis zu der Haustür gekommen und dort bin ich kollabiert. Zusammengebrochen. That's it, ja. Das ist erst der Anfang dieser tragischen Geschichte. Der Stefan hat das Bewusstsein verloren und der Kopf der Wange angeschlagen. Zum Glück, weil die Karin, seine Frau, hat den Schlag gehört. Ich bin sofort aufgestanden und habe zuerst gedacht, dass etwas mit den Kindern passiert. Also aus dem Bett gefallen oder irgend so. Und bin aber intuitiv zuerst zur Haustür, habe die aufgetan und vor der Tür liegt der Stefan, mein Mann. Der Stefan gibt keine Antwort. Die Karin hört nur noch das Stöhnen. Der Stefan ist hier am Boden gelegen. Und für mich ist es eindrücklich, dass es da ist passiert, vor der Tür, dass ich den Schlag gehört habe. Weil wenn er ein paar Meter weiter vorwärts zusammengeht, hätte ich ja nichts mitbekommen davon. Die Julina hat sogar in unserem grossen Bett geschlafen und als die Ambulanz kam und da innen in unserem Schlafzimmer hat reanimiert, haben sie volles Licht gebraucht und die Julina hat bei vollem Licht und Lautstärke geschlafen. Ich hatte so Angst, er wird jetzt sterben und ich werde allein sein mit den Kindern. Es war ein mega Schock und bin natürlich versuchen, Hilfe zu holen. Per Zufall hören die Nachbarn, der Oystein und Yvonne, am Stefan sein Stöhnen. Die beiden wohnen seit einem halben Jahr neben der Familie von Karin und dem Stefan. Wir fragen sie, wie sie die Situation in dieser kalten Nacht im Januar erlebt haben. Wie es der Zufall so will, haben sie mitbekommen, dass mit dem Stefan etwas nicht stimmt. Und sie haben richtig reagiert. Also am Anfang ist es so, sein Kopf ist ja wirklich auf den eiskalten Pflastersteinen gelegen. Und sein Körper ist im Schnee. Das sieht auch Horror aus. Oder? Und hier hat er eine Wunde gehabt. Und man hat gemerkt, oh, keine Reaktion. Ein bisschen so, aber eben, nichts ist passiert. Sie erkennen schnell, dass die Lage ernst ist. Die Karin alarmiert den Notruf 144. Am Ende der Leitung werden sie durch einen Einsatzdisponenten angeleitet. Ja, Sofort. er hat dann eben die Frage gestellt, die sehr, sehr ergiebig war. Oder er hat gesagt, also, wie ist seine Gesichtsfarbe? Grau. Grau, glaube ich. Schnauft er. Und dann haben wir gelassen. Nein. Ich höre nicht mehr, ich spüre nichts. Und dann hat er gesagt, also, dann müsst ihr wiederbeleben. Ja, aber kommt die Ambulanz? Ja, die Ambulanz kommt, aber die müssen. Wisst ihr wie? Hat er mich gefragt, das weiss ich noch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiss wie. Und die Person ist extrem nützlich. Sie hat einfach gesagt, gut, die macht das super. So, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die Person ist der Dave Berger. Der Dave ist Einsatzdisponent der Sanitätsnotrufzentrale 144 Bern. Er hat in dieser Nacht Dienst und gibt ihnen wichtige Anweisungen. Nein, das ist keine Atmung, das ist eine Schnappatmung. Weiterfahren, drücken, müsst drücken. Ja, es ist immer speziell, wenn es jemand Jungs ist. Im Nachhinein weiss, dass er Kinder hat. Ich habe selber auch Kinder. Ich tue ihnen auch Mut zusprechen.
Ihr macht das super. Weiterfahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er hat uns instruiert, was wir machen müssen. Hat der Nachbar instruiert, wie er reanimieren muss. Ja, das war eine grosse Hilfe, die Unterstützung so am Telefon. Beatmung, wo ich so froh war, dass jemand gesagt hat, was ist jetzt das und was muss ich jetzt machen? Während die Angehörigen ums Leben von Stefan kämpfen, hat der Dave den Rettungsdienst und weitere Hilfskräfte schon aufgeboten. Die Ambulanz ist nächstens bei euch. Der First Responder sollte jetzt bei euch ankommen. Weiterfahren, bis er übernimmt. Weiterfahren. 1, 2, 3. So gesehen, dass wir den Stefan tot haben gesehen. Er war wirklich tot. Und das haben wir ja gesehen, als wir ihn umgedreht haben. Und er ist einfach, man hat gesehen, dass das Leben nicht mehr dort war. Ich war nicht vorsichtig. Ich habe richtig gestossen, oder? Wenn die anderen sich kamen, haben sie ihn reingezogen und dann hat Kleider. Und dann haben die Polizisten ihn dermaßen flach gedrückt, dass das hat mich gestaunt, wenn ich das zugeschaut habe. Und dann habe ich eben auch verstanden, dass also hier geht es nicht darum, irgendwie Rippli schonen, sondern hier geht es darum, jetzt ist ernst. Sogenannte First Responder sind ausgebildete Freiwillige. Wenn jemand bewusstlos ist, bietet die Notrufzentrale First Responder auf. Ihre Aufgabe, die Zeit, bis die Ambulanz eintrifft, zu überbrücken. In dieser Nacht ist der Nicolas Wegli First Responder. Wie es der Zufall so will, ist er auch Rettungssanitäter bei Schutz und Rettung Bern. Ich weiss noch, dann war ich im Bett, eigentlich schon zum Einschlafen, wo der Alarm gegangen ist. Ich bin dann auf, habe das gesehen auf dem Nattel, habe mein Material genommen, bin dorthin ausgerückt. Ich habe dann gesehen, sofort, dass dort die Person am Boden liegt, dass bereits jemand Herzdruckmassage macht. Und dort habe ich dann zuerst mal gesehen, dass die Person noch eine sogenannte Schnappatmung hat. Das ist keine richtige Atmung und es zeigt, dass die Reanimationsbemühungen auf gutem Weg sind. Ich habe dann geschaut, dass ich den Defibrillator installieren kann. Erwachsenen kleben Sie die Elektroden wie auf den Bildern. Ich habe ihn aufgeklebt und er hat sofort ein Kammerflimmern erkannt. Das haben wir mit dem ersten Stromstoß relativ zeitnah behandeln. Schock abgegeben. 2 Kollegen von der Kantonspolizei Bern, die haben den Nachbar abgelöst, vor allem in Bezug auf die Herzdruckmassage, dass der auch mal abgelöst wird. Und eigentlich so die Zeit können überbrücken, bis die Ambulanz gekommen ist. Ja. Ich weiss sonst in der Regel am Abend nicht mehr, was ich am Tag für Einsätze hatte, aber diesen Einsatz kann ich dann noch fast zeichnen. Das Erste, was ich gedacht habe, ist, wow, wir haben eine Reanimation von einem Patienten, der den gleichen Jahrgang hat wie ich. Es war im Nachtdienst, es war feister, es hatte Schnee. Irgendwie während der laufenden Reha, wo man plötzlich wahrnimmt, hey, dahinter liegt noch ein Kleinkind im Bett, das zum Glück schläft und von dem allem nichts mitbekommt. Das sind sicher auch für uns Umstände, die wir jetzt auch nicht den Alltag erleben. Und, ja, das war schon noch so ein spezieller Einsatz. Ja. Wenn eine Situation lebensbedrohlich ist, rückt die Ambulanz und das Notarztteam mit Blaulicht und Martinshorn aus. In so einem Fall müssen sie nach spätestens 15 Minuten am Einsatzort sein. Im Fall eines Kreislaufstillstands ist jede Minute zu lang. Und da sind wir von Rettung immer eigentlich zu spät. Für so ein Outcome braucht es wirklich dringend Ersthelfer vor Ort, die auch nicht Profis sein müssen, die einfach die lebensrettenden Erstmaßnahmen übernehmen können. Und das ist hier in diesem Beispiel wirklich alles optimal gelaufen. Eine Faustregel sagt, dass jede Minute, wo jemand nicht reanimiert wird, die Überlebenschance um 10% sinkt. Für uns war dann auch klar, dass wir möglichst schnell mit ihm ins Spital wollen, dass man halt dort auch quasi die Untersuchungen machen kann und herausfindet, was die Ursache ist für das Problem, das er hat. Es hat für mich so einen Schlüsselmoment gegeben, wo ich wirklich kurz schnaufen musste. Wir haben ihn eigentlich verladen in die Ambulanz, abfahrbereit gewesen, und der eine von der Polizei hat mich gefragt, ob man bei ihm mit dem Ableben rechnen muss. Und ich musste die Frage mit Ja beantworten zu diesem Zeitpunkt. Und das dort hat es mich heute geprägt. Ja, dort musste ich heute schnaufen.
Das Leben von Stefan ist an einem seidenen Faden gehangen. Auch die Ärzte haben nicht gewusst, ob der Stefan aus dem Koma wird erwachen und wie es ihm näher wird gehen. Die Ärzte im Spital haben mich auf das Schlimmste vorbereitet, als er noch im Koma war. Dass man nicht sagen kann, wie jemand aus dem Koma wieder erwacht, mit welchen Einschränkungen, und dass es meistens wird Einschränkungen geben, dass in den wenigsten Fällen so ist, dass jemand aufwacht und es ist alles normal. Also alle die Zahnrädchen haben in diesem Fall dermassen gesagt ineinander gegriffen, dass es eben nachher zu diesem Ergebnis gekommen ist. Nimmt man eins von diesen Zahnrädchen raus, wissen wir nicht, wie es ausgegangen wäre. Der Stefan ist aus dem Koma erwacht. Wie kann es sein, dass eine gesunde Person wie der Stefan mit 38 überhaupt einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat? Schon bei wenig Stress merke ich ein leichtes Stechen im Herz. Familiäre Ursache kann es nicht haben. Ich habe eine erhöhte Anlagerung in den Herzkranzgefäßen von Cholesterin. Und ich freue mich morgen auf den MRI, also Röhrentermin, und hoffe, dass sie was finden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, hat er schon gesagt. Die Ärzte vermuten, dass es eine Genmutation ist, die zum Herz-Kreislauf-Stillstand geführt hat. Gemerkt hat er nichts. Unterbewusst hat er aber gleich etwas wahrgenommen. Ich habe irgendwas auch gespürt, weil ich weiß, dass ich die letzte Woche habe ich wirklich während dem Schlafen extra die Uhr angelegt und ich weiß nicht mehr, warum ich die Entscheidung getroffen habe. Ja, aber sonst hat er nichts. Also eigentlich hat man ein Ziehen hier oder im Arm schläft ich. Ja, also eher überraschend. 6 Monate sind seither vergangen. Was macht eigentlich so ein einschneidendes Ereignis mit dem? Ich bin gerne einfach jemand, der Vollgas rennt oder Vollgas gibt. Und das mache ich gerade nicht, weil ich Angst habe. Ja. Also es war ein mega Schock. Es hat Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Es hat auch zur Folge gehabt, dass ich unter Ängsten gelitten habe. Und das hat mich über Wochen begleitet. Aber heute kann ich sagen, der Alltag ist wieder normal eingekehrt und ich leide nicht mehr darunter. Am Stefan seine Lebensversicherung war das schnelle Eingreifen von seinen Liebsten. Darum ist es so wichtig, dass man weiss, wie man korrekt reanimiert. Ja, zum einen mache ich den Erste-Hilfe-Kurs. Ich selber habe ihn noch nicht gemacht, aber ich möchte den gerne machen, weil ich möchte fähig sein, zu helfen. Seinen Wunsch haben wir erfüllt. Wir haben den Stefan zu einem Kurs bei uns eingeladen. Wichtig ist sicher, dass wir den Oberkörper absolut von Kleidern frei machen. Also für mich wäre jetzt die Hälfte, also hier der untere Teil, oder? Genau, ja. So. Genau, tipptopp, so tipptopp. Sehr gut. Nach dem Kurs eine Überraschung. Wir haben ein Treffen mit seinem Retter, dem First Responder Nicolas, eingefädelt. Ja, du hast schon ein bisschen gesagt, wer du bist. In dem Fall. Ja, weißt du, wer ich bin? Du warst anscheinend da als erstes mit irgendwie. Ich check's nicht. Es ist natürlich fantastisch, wenn man hört, dass er sich so schnell wieder erholt. Und das ist die absolute Ausnahme, kann man sagen. Und ja, wieder vor ihm kann stehen. Das ist doch eher selten. Ich bin Nicolas Wegli. Ich arbeite bei Schutz und Rettung Bern als Rettungssanitäter. Und ich war der First Responder, der dann als erstes vor Ort war bei dir. Dass der Stefan jetzt da hockt, ist nicht selbstverständlich. Er hat es vielen glücklichen Zufällen zu verdanken. Ja. Von mir aus einfach auch mal merci, oder? Von mir merci, aber ich glaube vor allem für meine Kinder. Für meine Kinder und meine Frau will ich merci sagen, weil ich glaube, ja, ich war weg, oder? Für mich war es eigentlich gleich. Also, aber für meine Kinder und meine Frau ist es eine riesen Entlastung oder auch einfach schön, dass ich da bin. Merci von, ja, das ist sehr gerne geschehen. Von dem her, ja, für den Einsatz und dass eigentlich alles so gut funktioniert hat, bin ich mega dankbar. Ja. Es ist natürlich immer schön, freut uns, dass sie eben
persönlich vorbeikommen und Merci sagen. Das ist eigentlich für uns der grösste Lohn, wenn jemand so vorbeikommen kann. Ja. Dass man weiss, dass man vieles richtig gemacht hat. Was bleibt, ist Dankbarkeit. Und was hat das Ganze in ihm ausgelöst? Dass ich sicher die Momente mit meinen Kindern also mehr genieße, also bewusster lebe und offener für Freizeit bin. Früher habe ich schon gern gearbeitet, sehr viel, und mache ich auch weiterhin gern, aber einfach auch die Fähigkeit, frei zu machen, das ist auch ein Thema. Zeit für sich zu nehmen und für die Familie, muss man auch können. Ja. Hey. So, was ich einfach cool und dankbar bin, dass wir hier in der Schweiz leben. Dass wir einfach so ein Netz von Ärzten und Gesundheitssystem haben, wo funktioniert. In dem Fall hat es wirklich gut funktioniert und jedem dankbar, also der damit gewirkt hat. Krankenkasse, die da wirkt, oder wo man einzahlt und sich fragt, wofür, aber ja, in dem Fall weiß man wofür. Ja. Die Geschichte hat nicht nur das Leben von Stefan und das von seiner Familie verändert. Auch bei allen Beteiligten hat es etwas ausgelöst. Unsere Beziehung ist natürlich sehr nahe geworden, auch zu den Kindern. Und auch das Bewusstsein, dass die Kinder fast ihren Vater verloren haben, das war emotionell sehr stark. Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man hört, dass man so das Leben hat retten können. Ja. Wenn ich zurückdenke, wenn es mir schlecht ging, wenn es da etwas war, wer war da? Wer war da? Sie war da. Und das ist für mich schon, das ist schon tief, also ist schon auch krass. Wirklich, es braucht einfach alle. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ja. Ich wünsche ihm einfach alles Gute für seine Zukunft, dass er weiterhin so ein aktiv und ein tolles Leben weiterführen kann, wie er es bis jetzt gemacht hat. Also für mich sehr, sehr schön zu sehen, wie gut es ihm geht. Das macht es für einen selber einfacher, so einen Einsatz zu verarbeiten. Und es ist auch nur schön zu sehen für die Familie, für den Patienten, für die Kinder, die mit dem Vater aufwachsen dürfen. Nicht alle Geschichten gehen positiv aus, aber die Geschichte von Stefan, die hat ein Happy End.